Active Directory Domain Controller sind die wichtigsten Systeme in vielen Unternehmensnetzwerken. Dort werden zum Beispiel alle Benutzerkonten gepflegt und Konfigurationen vorgenommen, die alle Computer des Unternehmens betreffen. Und aus Sicherheitsgründen wird empfohlen, keine anderen Dienste und Programme auf diesen Domain-Controllern zu installieren. Ja, so eine allgemeine Empfehlung ist ja schön und gut, aber ich finde das immer ein bisschen blöd, wenn die eigentliche Erklärung fehlt. Warum soll man das denn nicht machen? Und um das ganz klar zu sagen, es geht hier nicht um Performance. Das kann zwar auch ein Faktor sein, aber mir geht es jetzt hier um die Sicherheit. Habt ihr schon mal den Admin-Spruch gehört? It's always DNS? Also zu Deutsch, es ist immer DNS? Der Spruch ist wahr. Also gerade in einer Active Directory Domäne wird die DNS-Namensauflösung intensiv verwendet, damit dieses ganze System überhaupt funktioniert. Und im Dezember 2023 hat Ori David von der Firma Akamai einen interessanten Blogartikel veröffentlicht, der Probleme mit Windows DHCP-Servern beschreibt. Letztendlich können Angreifer dadurch bereits existierende Namenseinträge im internen Unternehmens-DNS überschreiben oder komplett eigene Einträge erzeugen, wobei ersteres in der Regel schlimmer ist. Und Ori hat die Probleme, die er gefunden hat, natürlich auch an Microsoft gemeldet. Allerdings wurden die gefundenen Probleme vom Hersteller als by Design eingestuft. Also das wird nicht gefixt durch irgendein Update, sondern das soll so. Beziehungsweise es ist konfigurierbar, aber die Standardeinstellung ist unsicher. Und wenn die DHCP-Serverrolle mit auf einem Domain-Controller installiert ist, dann wird alles noch schlimmer. Also in diesem Video geht es jetzt um Folgendes. Erstmal, was ist jetzt hier das konkrete Problem mit Windows DHCP-Servern? Wie sich das auswirken kann? Wie ihr herausfinden könnt, ob ihr betroffen seid? Und mit welchen Einstellungen man das Ganze verhindern kann, also absichern kann. Mein Hauptaugenmerk liegt auf der Konstellation Domain-Controller und DHCP zusammen auf einem System. Aber auch wenn ihr euren Windows DHCP-Server auf einem separaten Host betreibt, ist die Standardkonfiguration problematisch. Da sprechen wir also auch drüber. Und am Ende geht es nochmal darum, was wir jetzt hier Allgemeines daraus ableiten können bezüglich der Installation anderer Dienste und Programme auf Domain-Controllern. Wenn das für euch interessant klingt, dann klickt doch schon mal jetzt vorsorglich auf den Like-Button, dann könnt ihr es später nicht vergessen. Also, wie gesagt, eine Active Directory Domäne benötigt DNS, um zu funktionieren. Jede Domäne hat dann eine dazugehörige AD-integrierte DNS-Zone, wie hier zum Beispiel bei mir lan.demotennen.de. Alle Computer, die Teil der Domäne sind, erhalten hier normalerweise automatisch einen DNS-Eintrag. Die Domain-Computer registrieren sich diese Namen selbst am DNS-Server und das Ganze ist im Standard auch per Kerberos abgesichert. Und die DNS-Einträge haben dann auch eine eigene Access Control List, kurz ACL, also eine Liste, die die Berechtigung für die einzelnen DNS-Einträge steuert. Da steht dann drin, dass nur der entsprechende Computer diesen DNS-Eintrag ändern darf. Naja, und Admins dürfen da natürlich auch was dran ändern, die sollen ja administrieren können. Jetzt kommt DHCP ins Spiel. DHCP steht für Dynamic Host Configuration Protocol. Aber DHCP ist keine Erfindung von Microsoft. Also es gibt auch andere DHCP-Server von anderen Herstellern. Damit können Systeme automatisch für die Kommunikation in einem Netzwerk konfiguriert werden. Also vor allem erstmal erhalten sie per DHCP eine IP-Adresse, mit der sie dann mit anderen Systemen im Netzwerk kommunizieren können. Aber auch weitere Infos, wie zum Beispiel, wie sie den DNS-Server erreichen können, wer ist der Router bzw. das Gateway im Netzwerk, falls der Client zum Beispiel ins Internet möchte und so weiter. Ein weiteres Feature von DHCP ist, dass Clients darüber auch DNS-Einträge registrieren können. Unter Windows DHCP-Servern ist das im Standard aktiviert. Also Clients können per DHCP anfordern, hey, bitte einmal meinen Namen im DNS registrieren, danke, tschö. Eine Authentifizierung findet dabei nicht statt. Also jeder Computer, der im Netzwerk ist, kann dann per DHCP einen beliebigen Namen in der internen DNS-Zone registrieren. Das allein kann schon unschön sein, ist aber noch vergleichsweise harmlos. Das Ding ist, moderne Windows-Systeme, die Teil der Domäne sind, benötigen diese Einstellung gar nicht. Also schade, dass das weiterhin voreingestellt ist. Auch wenn man jetzt einen Windows DHCP-Server aufsetzt, dann ist das immer noch aktiv.
Ori David hat auch direkt ein Tool veröffentlicht, mit dem man das ausprobieren kann, also sehr nützlich für Penetration-Tester, Ethical Hacker. Das Tool heißt DD-Spoof und ist auf GitHub zu finden. Hier nochmal zum Vergleich meine DNS-Zone im ursprünglichen Zustand. Im Grunde sind hier 3 richtige Einträge zu finden: CL5, DC2 und Server 1. Aber ich wechsle jetzt in die Perspektive eines Angreifers und verwende Kali Linux, auf das ich mir bereits DD-Spoof heruntergeladen habe. Mit dem Tool kann ich jetzt den Befehl write record ausführen, um einen Eintrag ins DNS zu schreiben, per DHCP. Zum Beispiel beispiel-dns-eintrag.lan.demotenant.de. Das dauert einen kleinen Moment, bis ich dann die Meldung Spoofing was successful erhalte. Zurück in die Perspektive des Admins. In der DNS-Konsole aktualisiere ich mal die Ansicht. Und hier ist dann tatsächlich auch mein neuer DNS-Eintrag vorhanden, der auf die IP-Adresse des Angreifers verweist. Was ist jetzt hier das Risiko? Ein Angreifer könnte zum Beispiel mit einem seriös aussehenden internen DNS-Namen versuchen, User davon zu überzeugen, sich mit diesem System zu verbinden. Ist ja intern, sieht seriös aus. Wenn ein User das macht, dann können eventuell Zugangsdaten abgegriffen werden oder anderweitig Informationen mitgeschnitten oder manipuliert werden. Außerdem können Angreifende versuchen, fehlgeschlagene Namensauflösungen von früher existierenden Systemen zu finden. Das ist nicht sonderlich schwer, ich verlinke da auch nochmal was, und DD-Spoof bringt da auch eine eigene Funktion für mit. Aber das ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Das alles bisher ist erstmal nur ein allgemeines Problem mit Windows DHCP-Servern. Das hat noch nicht mal was damit zu tun, ob der DHCP-Dienst mit auf einem Domain-Controller läuft. Das ist einfach nur diese eine kleine Standardoption. Ich hatte ja weiter am Anfang des Videos erzählt, dass die DNS-Einträge jeweils eine eigene ACL haben. Wenn ein Client den DNS-Eintrag normal und direkt über das DNS registriert, dann darf hauptsächlich er selbst daran Änderungen vornehmen. Wenn stattdessen der DHCP-Server für einen Client einen DNS-Eintrag anlegt, dann erfolgt das ja ohne Authentifizierung. Im DNS wird dann statt dem Computerkonto des Clients das Computerkonto des DHCP-Servers eingetragen. Der Client ist ja vielleicht auch gar nicht Mitglied in der Domäne, also es gibt gar kein Computerkonto, was da stattdessen eingetragen werden könnte. Macht schon Sinn. Standardmäßig läuft der DHCP-Server mit den Rechten des Computerkontos. Wenn jetzt aber der DHCP-Server mit auf dem Domain-Controller läuft, dann läuft der DHCP-Server auch mit den Rechten des Computerkontos. Also des Domain-Controllers. Und die Gruppe der Domain-Controller hat standardmäßig das Recht, alle DNS-Einträge zu lesen und zu schreiben. Ich bin jetzt wieder in der Perspektive des Angreifers. Ich kann per DD-Spoof also nicht nur künstliche DNS-Einträge erzeugen, sondern alle beliebigen DNS-Einträge verändern. Zum Beispiel leite ich hier den DNS-Eintrag von meinem Domain-Controller DC2 auf mein Angreifersystem um. Wow! Alle Verbindungen zum Domain-Controller laufen jetzt zu mir. Nice! Wobei ich das ein bisschen relativieren muss. Für mich sieht es so aus, als könnte ich dadurch nicht einfach alle User-Kennwörter mitschneiden und solche Sachen. Das liegt daran, dass die Verbindungen, die direkt mit Domain-Controllern aufgebaut werden, standardmäßig per Kerberos abgesichert sind. Allerdings ist, leider auch standardmäßig eingestellt, dass die Verbindungen zu anderen Systemen nicht unbedingt Kerberos erfordern. Kann und sollte auch umkonfiguriert werden, aber im Standard besteht hier ein Sicherheitsrisiko. Ich zeig's mal kurz. Ich habe hier ja noch einen anderen Server in meiner Umgebung, nämlich den Server 1. Was dieser Server jetzt genau macht, spielt keine Rolle. Das Wichtige ist nur, das ist kein Domain-Controller. Und dank Standardkonfiguration kann ich mich hier statt mit Kerberos auch per NTLM authentifizieren. Beziehungsweise ein Client, der sich mit diesem Server verbindet, denkt sich nichts dabei und sendet die Zugangsdaten des Users bereitwillig über das unsichere NTLM-Protokoll. Also wieder die Perspektive des Angreifers mit Kali Linux. Ich überschreibe auch hier per DD-Spoof den DNS-Eintrag. Also Server 1 verweist jetzt auf die IP des Angreifersystems. Außerdem starte ich hier das Tool NTLM Relay X aus der Im-Packet Suite. Das Tool nimmt jetzt Anfragen über das Dateifreigabeprotokoll SMB entgegen und leitet sie an den eigentlichen Server 1 weiter. Allerdings werden dabei die Authentifizierungsinformationen, die per NTLM-Protokoll übertragen werden, mitgeschnitten.
Dann wechseln wir jetzt mal in die Perspektive von einem nichtsahnenden Admin, der sich mit einer Dateifreigabe auf Server 1 verbinden will. Wirft einen Fehler. Gut, dadurch könnten jetzt natürlich so ein bisschen die Alarmglocken geweckt werden. Aber Leute, die mehr davon verstehen als ich, können diesen Angriff bestimmt auch so durchführen, dass keine Fehlermeldung angezeigt wird. Aber was soll's? Ich als Angreifer habe das bekommen, was ich wollte, nämlich die NTLM-Hashes von einem Admin. Die kann ich jetzt entweder direkt verwenden, um mich irgendwo zu authentifizieren, oder versuchen, die Hashes offline, in Ruhe, ganz entspannt, ohne Verbindung zu der eigentlichen Zieldomäne zu cracken. Auch da gibt es natürlich Tools für, wie zum Beispiel John the Ripper. Das einfache Kennwort dieses Domain-Admins konnte ich ganz schnell knacken. Okay, das war das Extrembeispiel, wie es ausgenutzt werden kann, wenn die DHCP-Serverrolle mit auf einem Domain-Controller läuft. In der absoluten Standardkonfiguration. Übrigens, laut Akamai haben 57% der Netzwerke, die sie überwachen, die auch Microsoft DHCP-Server einsetzen, den DHCP-Server mit auf einem Domain-Controller installiert. Also ja, ist nicht empfehlenswert, aber viele machen es trotzdem. Und ich kann das ohne irgendwelche statistischen Zahlen anekdotisch aus meiner Erfahrung auch erzählen. Ich habe das schon bei vielen Kunden gesehen. Das Problem wurde ja begünstigt durch die ACL auf den DNS-Einträgen. Grundsätzlich haben alle DNS-Einträge, die per DHCP registriert wurden, die gleiche ACL. Da steht nämlich drin, dass der DHCP-Server den jeweiligen DNS-Eintrag verändern darf. Daraus ergibt sich wiederum, dass wir per DHCP alle DNS-Einträge verändern können, die der DHCP-Server angelegt hat. Das Problem ist auch vorhanden, wenn ihr DHCP nicht mit auf einem Domain-Controller laufen lässt, also wenn der DHCP-Server auf einem eigenständigen System läuft. Allerdings dann in abgeschwächter Form. Dann lassen sich nämlich nicht alle DNS-Einträge überschreiben, aber zumindest alle, die per DHCP registriert wurden. Und auch den DNS-Eintrag des DHCP-Servers selbst. Auch nicht schön. Ori David hat auch gleich ein Tool veröffentlicht, mit dem ihr prüfen könnt, ob ihr betroffen seid. Das ist auch ein rein defensives Tool. Also ein Angreifer kann das nicht sinnvoll nutzen, ohne sowieso schon weitreichende Rechte in der Umgebung zu haben. Und da wird dann auch nicht irgendwas automatisch schon gespooft, sondern da wird nur überprüft. Das Tool ist ein PowerShell-Skript, welches auch schon durch die Community verbessert wurde. Zum Beispiel, sodass es nicht nur auf englischsprachigen Systemen funktioniert, sondern komplett sprachunabhängig. Und ich habe auch schon eine Verbesserung eingereicht, nämlich einen Check, ob die dynamischen DNS-Updates per DHCP überhaupt aktiviert sind oder nicht. Das war irgendwie noch nicht mit drin, sondern nur Checks, die größtenteils überhaupt erst relevant sind, falls diese dynamischen Updates aktiviert sind. Da meine Codeänderung noch nicht akzeptiert wurde und ich anhand der bisherigen Pull-Requests in dem Repository bei GitHub die Vermutung habe, dass sie vielleicht auch niemals akzeptiert werden, verlinke ich erstmal auf meinen Fork, also die von mir weiterentwickelte Version. Falls der Code aber irgendwann im Hauptprojekt akzeptiert wurde, dann würde ich unten auf das Hauptprojekt verlinken, also ich will mich da jetzt nicht vordrängeln. Schaut einfach in die Videobeschreibung für den korrekten Link zum Tool. Wie funktioniert das Ganze jetzt? Also zunächst einmal muss das Skript heruntergeladen werden und irgendwo auf einem Domain-Controller abgelegt werden. Bei mir liegt es jetzt hier im Ordner C-Dignet. Anschließend kann das in einer administrativen PowerShell-Session mit Import Module importiert werden, sodass die Funktionen aus dem Skript verfügbar sind. Anschließend kann das Commandlet invoke DHCP Checkup ausgeführt werden. Allerdings werden noch Parameter benötigt, nämlich einmal Domain Name. Da gebt ihr dann den Namen eurer DNS-Zone an, also bei mir ist das lan.demotenant.de und dann noch DNS Servername. Da gebt ihr dann den Namen von eurem DNS-Server an. Bei mir ist das dc2.lan.demotenant.de und dann Enter drücken. Das Skript versucht, alle in eurer Umgebung autorisierten DHCP-Server abzufragen. Also kann dann auch mal ein bisschen länger dauern. Wenn die Ausführung durch ist, dann schaut euch das Ergebnis in Ruhe an. Okay, wie kann man sich jetzt aber schützen? Am einfachsten und effektivsten, wenn ihr die Option für dynamische DNS-Aktualisierung auf eurem DHCP-Server abschaltet. Bevor ihr das macht, solltet ihr aber euer DNS überprüfen, ob da irgendwelche dynamisch per DHCP registrierten Einträge vorhanden sind,
die ihr eigentlich noch benötigt. Also wirklich wichtige Einträge sollten dann ja eigentlich nur von irgendwelchen Servern oder Appliances sein. Für diese Systeme sollten stattdessen statische Einträge im DNS angelegt werden. Wenn das alles passt und ihr die Option am DHCP-Server abschalten möchtet, dann passt bitte auf. Es reicht nämlich nicht, die Option nur auf Serverebene abzuschalten, sondern sie muss für jeden einzelnen DHCP-Bereich abgeschaltet werden. Die serverweite Option bezieht sich nur auf DHCP-Scopes, die ab dann neu angelegt werden. Falls ihr einen DHCP-Failover-Cluster betreibt, dann schaut auch, dass die Option auf allen Servern geändert wurde. Falls ihr das mal nicht so eben auf die Schnelle machen könnt, dann gibt es noch die Möglichkeit, separate Zugangsdaten zu hinterlegen, die der DHCP-Server verwendet, um DNS-Einträge anzulegen. Dafür kann dann ein einfaches Benutzerkonto im AD angelegt werden, ohne irgendwelche besonderen Rechte. Das ist wichtig, keine extra Rechte. Das Problem, dass alle per DHCP erzeugten DNS-Einträge von einem beliebigen, nicht authentifizierten Client dann geändert werden können, besteht trotzdem. Allerdings für das Szenario DHCP-Server auf Domain-Controllern installiert, hat der DHCP-Server dadurch zumindest nicht die Rechte, jegliche DNS-Einträge in der Umgebung zu manipulieren. Wenn ihr euren DHCP-Server sowieso separat betreibt, macht das trotzdem Sinn, hier einen extra Account zu hinterlegen. Dadurch kann dann nämlich verhindert werden, dass der DNS-Eintrag des DHCP-Servers von einem Angreifer überschrieben werden kann. Und auch wenn ihr einen DHCP-Server-Failover-Cluster betreibt, macht es Sinn, dann auf allen DHCP-Servers des Clusters diese Zugangsdaten zu hinterlegen. Ach, und nochmal so am Rande, die Gruppe DNS Update Proxy sollte übrigens auch nicht für DHCP-Server verwendet werden. Wenn das Computerkonto eines DHCP-Servers Mitglied dieser Gruppe ist, dann tun sich wieder neue Sicherheitsrisiken auf. Das ist zwar thematisch auch hiermit verwandt, wird in dem Akamai-Blogartikel auch noch ausführlicher erklärt, aber ich will hier nicht zu krass abschweifen. Also nochmal, die beste Schutzmaßnahme ist, wenn ihr die dynamische DNS-Aktualisierung auf euren DHCP-Servern abschaltet. Was kann man jetzt daraus Allgemeines ableiten? Also zum Thema generell irgendwelche anderen Serverrollen, Apps und Dienste auf einem Domain-Controller zu installieren. Ich fasse das mal einfach unter dem Wort Software zusammen. Also es kommt immer darauf an, wie diese Software funktioniert. Wenn die sonst als Local System Sicherheitsprinzipal läuft, ist das vielleicht auf einem Member-Server völlig okay. Wenn die Software jetzt aber auf einem Domain-Controller installiert wird und dort auch mit den kompletten Rechten des Computerobjekts läuft, dann hat diese Software plötzlich sehr hohe Rechte in der Active Directory-Domäne. Und da kann dann alles Mögliche an Bugs oder Software-Design-Problemen zum Tragen kommen, die vielleicht an einem normalen Server weniger folgenschwer sind oder woanders gar kein Problem darstellen. Kann ja sein, dass wenn die gleiche Software auf einem Domain-Controller ausgeführt wird, es auf einmal problematisch ist. In dem Fall hier mit dem DHCP-Server gibt es zwar eine Option, die das Problem im Grunde lösen kann, aber wer weiß, was da als nächstes kommt. Das nächste Sicherheitsproblem ist vielleicht nicht einfach wegkonfigurierbar. Deshalb mein Fazit: Auf Domain-Controllern sollte nichts anderes installiert werden. Ganz einfach. Ansonsten nochmal ein fettes Shoutout an Akamai und Ori David fürs Aufdecken und ausführliche Beschreiben der Problematik. Ich empfehle euch auch, die beiden Blogartikel, die er dazu veröffentlicht hat, durchzulesen. Die Artikel sind sehr detailliert und gehen auch noch auf ein paar Aspekte ein, die ich jetzt hier im Video gar nicht erst angeschnitten habe. Der zweite Blogartikel geht komplett darum, wie ein Angreifer das Ganze ausnutzen könnte. Auch sehr interessant. Tja. Und dann sind wir jetzt am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, ihr fandet das interessant oder nützlich. Guckt euch gerne auch noch auf meinem Kanal um. Da gibt es zum Beispiel viele Videos zum Thema PowerShell. Auch interessant. Danke fürs Reinschauen, haut rein.